Hallo liebe Freizeitfreunde, hallo liebe Freunde des guten Schlafs. Wir von Froli haben ja so einiges in diesem Bereich entwickelt für euch und wir haben immer mal wieder Fragen bekommen, wofür eigentlich unsere unterschiedlichen Federsysteme so vorgesehen sind. Wir machen das ja nicht nur, um unterschiedliche Farben und unterschiedliche Kunststoffteile zu fertigen, hier bei uns am Standort in Schloss Holte bei Bielefeld in Deutschland, sondern wir machen das, weil wir uns da richtig was bei gedacht haben. Wir sehen einmal hier auf diesem Brett, das wir vorbereitet haben, 3 unserer Hauptsysteme, die wir im Bereich Freizeitfahrzeuge anbieten. Das ist unser Travel, unser Star und unser Zoner. Bevor ich auf die Unterschiede eingehe und wo ihr es am besten einsetzen könnt, ganz kurz die Gemeinsamkeiten. Das ist einmal, man sieht es hier durch unterschiedliche Farben und durch diese roten Kreuze auch ausgedrückt, dass wir unterschiedliche Festigkeiten bei den Federelementen haben. Hier im hellblauen Bereich haben wir beispielsweise besonders weiche Federn. Diese weichen Federn helfen beispielsweise in der Seitenlage, dass man mit seiner Schulter leichter einsinken kann. Dass man also darüber eine entsprechende Entlastung über die Schulter bekommt. Dann gibt es Standardelemente und diese Standardelemente können entsprechend über Spannkreuze dann nochmal ca. 50% in ihrer Festigkeit dann verstärkt werden. Das machen wir, damit dann halt in der Körpermitte, wo die Körperschwerpunkte dann auch sind, mehr Stütze reinkommen kann. Das heißt also, über diese Gestaltung, über die Anpassung an die unterschiedlichen Körperzonen können wir euch entsprechend ganz individuellen Schlafkomfort machen. Und das genau so, wie es in der Höhe, in der Länge für euch entsprechend passend ist. Bei dem Zoner geht das ganz genauso. Dort sieht man es nur nicht gleich auf den allerersten Blick. Hier haben wir beispielsweise jetzt so ein rotes Lordosen-Element. Das ist ein optionales Teil, was aber in der Box mit enthalten ist. Dort könnt ihr entsprechend dann den Federweg auch begrenzen. Das wird dadurch fester und dadurch hat man dann auch entsprechend die Unterstützung in der Körpermitte. Und wir haben weiche und auch mittelfeste Federn. Die weichen auch hier wieder für die Schulterzone. So, soweit erstmal zu den Gemeinsamkeiten. Ganz am Ende bin ich aber da noch nicht. Wenn wir das so sehen, wir haben hier überall diese Spannkreuze, die haben unterschiedlich oder die haben jeweils 3 Rastpositionen und über diese Rastposition kann man die Federn etwas näher zusammen oder etwas weiter auseinanderknüpfen. Damit könnt ihr entsprechend dann auf die ganz individuellen geometrischen Rahmenbedingungen in eurem Fahrzeug eingehen, könnt allerdings auch die Festigkeit etwas erhöhen. Das heißt, je mehr Federn ich auf einer Fläche unterbringe, umso fester wird das Schlaferlebnis. Je weiter ich die auseinanderbringe, umso softer wird die ganze Geschichte. Und durch diese festen Fixierungen haben wir dann aber auch sichergestellt, dass die Federn nicht zu weit auseinander sind, sodass ihr dann entsprechend zu große Abstände hier bekommt, weil das ist auch nicht gut. So, jetzt zu den Einbausituationen. Gehen wir mal ganz kurz in die Mitte, weil damit erreichen wir eigentlich schon 3/4 des ganzen Geschäftes. Froli Star ist der absolute Hauptrenner und passt eigentlich fast immer. Es hat eine Aufbauhöhe von ca. 43 mm und ist ganz wunderbar in Verbindung mit Matratzen so 6 cm bis 20 cm und auch darüber hinaus. Das ist ein Element, das verkaufen wir auch bei uns im Bereich Schlafen zu Hause. Auch dort gibt es unsere Systeme, dann aber schon fertig gebaut. Das müsst ihr nicht noch zusammenbauen, weil dort halt Standardmaße sind. Aber auch für große Matratzen ist das wunderbar geeignet. In den allermeisten Campingcars und Caravans und auch in den Booten sind so Matratzen genau in diesem Bereich auch unterwegs. Irgendwas zwischen 6 und 15 cm. Meistens passt das dann ganz wunderbar von den Schränken her, von den Öffnungsmöglichkeiten und so weiter. Das Travel-Element ist etwas niedriger. Da haben wir ungefähr einen Zentimeter Platz gespart. Und wie ihr sehen könnt, ist das Element auch etwas größer als das Star. Das Element ist nicht nur größer, sondern es ist auch etwas fester in seiner Einstellung als das Star. Dieses Element ist gebaut worden, um mit besonders flachen Matratzen besonders gut hinzukommen, weil eine flache Matratze braucht etwas stärkere Unterstützung und deswegen sind die etwas fester und der Auflageteller ist auch etwas größer gewählt. Das ist der wesentliche Unterschied. Das heißt, wenn ihr einen Alkoven habt, ein Hubbett habt oder irgendein Dachbett oder sonstige schwierige Situationen, wo es einfach darauf ankommt, möglichst wenig Platz für den Schlafkomfort dann zur Verfügung zu haben, dann ist das da genau das Travel, genau das richtige Element für euch. Dann haben wir noch unser Zoner-System. Und Zoner, und das sieht man also ganz wunderbar, auch hier nochmal in der Darstellung, ist das höchste. Wie gesagt, hier ungefähr 4,5, 3,5 cm, 6 cm haben wir beim Zoner. Und beim Zoner haben wir noch eine ganz besondere Eigenschaft. Und zwar haben wir hier ein
Überlastschutz mit reingebaut. Das heißt, wenn ich hier mit einer etwas stärkeren Körperstatur mit reingehe, wo ich dann die sonst üblichen maximal 120 Kilo, die wir für alle Systeme auf jeden Fall gewährleisten, dann auch mal überschreite, oder wenn ich punktuell mehr belaste, in Expeditionsfahrzeugen setzen unsere Kunden das gerne ein, wo dann auch mal gesessen wird auf den Matratzen und so weiter, dann habe ich hier halt entsprechend einen Überlastschutz mit drin, und außerdem habe ich einen höheren Federweg dann nochmal. Das ist gerade für sehr breit gebaute Männer in den Schultern zum Beispiel dann von Vorteil, weil ich hier nochmal besser einsinken kann. Also ganz kurz zusammengefasst, passt eigentlich immer, besonders wenig Platz in der Aufbauhöhe für euch, besondere Anforderungen in Richtung Körperbau. Damit seid ihr eigentlich immer richtig aufgehoben. Alles gibt es in Grundpaketen, wo immer die richtige Anzahl an weichen, mittleren und festen Teilen drin ist, wo immer die richtige Anzahl an Fußkreuzen mit drin ist, sodass ihr damit über Grundpakete und Erweiterungspakete auf jeden Fall die richtige Länge und Breite für euer Fahrzeug hinbekommt. Eine Besonderheit noch für unsere Freunde des guten Segelns und Motorbootfahrens. Oftmals ist es in den Bugkabinen, geht es recht rundlich zu. Man hat entsprechende Zuspitzungen. Dann hat man hier grundsätzlich die Möglichkeit, diese Elemente einmal noch quer zu stellen, um entsprechende Schrägen nachzubauen. Aber wir haben auch die Möglichkeit, ihr seht auch mal, wie einfach die auseinanderzubauen sind und auszutauschen sind, mit halben Elementen zu arbeiten. Das heißt also, hier könnt ihr gerade in den Geometrien, wo es dann so ein bisschen tricky wird, könnt ihr dann ganz wunderbar den Platz mit ausbauen. Gibt es dann als optionales Zubehör von uns. Und all diese Dinge sind bei uns bei Froli, bei ausgewählten Partnern, in dem Shop, bei Amazon und so weiter dann auch richtig zu beziehen. Das war's für heute von mir. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, unter froli@froli.com werdet ihr geholfen. Da geht es immer weiter. Ruft uns an, wir stehen für euch bereit, immer herzlich gerne. Ansonsten gibt es tolle Videos noch weiter zum Einbau, auch auf Lattenroste und so weiter. Herzlichen Dank, immer gute Fahrt, viel Spaß, bleibt gesund. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.